Der Glaube eines Kindes. Was ist das? Ein Frühlingsschüttern von den Blättern der Bäume. Ein sprudelnder Glanz der Sonne. Ein flüsterndes, sanftes Kichern. Arme offen und für den Sprung bereit. Die Welt beobachtendes Vertrauen. Alle sind gut und schlecht. Alle sind hässlich und schön. Alle sind dick und dünn. Alle sind glücklich und traurig. Alle lieben alle. Ich wurde 1968 in der Arbeiterstadt Tampere geboren, im nordischen Sozialstaat, Finnland. Meine Großeltern waren Mitglieder der Kommunistischen Partei und meine Mutter ging in eine Pioniergruppe. Als ich selbst 8 Jahre alt wurde, bekam auch ich mein rotes Pioniertuch um den Hals gebunden. Der Kampf der Arbeiterklasse gehörte zum Alltag und prägte mich mehr als alles andere in meiner Kindheit. Als man das erste Mal verstand, dass man arm ist, was blieb einem da? Der Glaube an eine bessere Welt, der Glaube an die Kraft der Gruppe, der Glaube, dass etwas passieren wird, bald, für uns alle. Als junge, ausgebildete und arbeitslose Erwachsene wurde mir immer mehr bewusst, dass ich nicht zu den Privilegierten der Gesellschaft gehörte. Nach wilden Demonstrationen, nicht durchdachten Aktionen und einem ideologisch schwachen Hungerstreik dachte ich, dass es nur eine Lösung für meine Unruhe gab. Ich würde der Tradition der finnischen Arbeiterjugend folgen, in die DDR gehen, Marxismus, Leninismus lernen und die Welt verändern. Mein Weg führte mich zur Jugendhochschule Wilhelm Pieck in der Nähe von Berlin. Die Schule war das höchste Ausbildungszentrum der FDJ, Jugendorganisation der DDR. Für ausländische Studenten war es meist ein geheimes Studienjahr, das sie vorbereitete, in ihren nationalen Organisationen zu agieren und in der linken Opposition aktiv mitzuwirken. / 29. August 1988. Liebste Mama, Reiseziel erreicht und gut angekommen. Wir sind hier 3 Finnen und ich kenne jetzt schon Leute aus Angola, Kuba, Afghanistan, Dänemark, Norwegen und Deutschland. Insgesamt werden in der Schule 400 Jugendliche studieren. Mein Hauptproblem ist gerade, mich im Studium zu orientieren. Ich habe jetzt schon etwas über den realen Sozialismus gelernt und diese Dinge sind so widersprüchlich, Theorie und Praxis, dass mein Kopf, doch vor allem mein Herz, es nicht erträgt. Ich war vom alltäglichen Sozialismus in der DDR enttäuscht, aber der Geist der internationalen Solidarität war stark im Bodensee. Während dem einen Jahr lernten wir so viel voneinander. Unsere Freunde kamen aus Untergrundbewegungen, verbotenen Parteien und gefährlichen Kriegsgebieten. Als ich ihnen zuhörte, wurde mir klar, dass man nicht überall auf der Welt ein Parteibuch der Kommunisten bei sich tragen kann. Tagsüber studierten wir die Theorie des Marxismus-Leninismus und abends waren wir wie alle anderen jungen Menschen. Mit den Dänen und Westdeutschen haben wir ein Theaterstück gemacht. Mit den Chilenen sangen wir in einer Gesangsgruppe und die Nicaraguaner lehrten uns, wie man richtig tanzt. Die illegalen Freunde wollten nicht fotografiert werden und keiner wusste, wie sie wirklich hießen.
Eine seltsame Freundschaft. Nähe und Vertrauen zu entwickeln und gleichzeitig zu wissen, dass man sich nie wieder treffen würde. Im Sommer 89 kehrten wir alle zurück in unsere Heimatländer. Als der Zug losfuhr, hielt ich meine Freunde an den Händen, ganz fest, bis ich loslassen musste. Unsere Spuren verlieren sich. Bodensee wird zum Traum der Vergangenheit. Oft dachte ich, wo sind sie heute? Irgendwo da sind sie, auf der ganzen Welt verstreut. Wessen Brot essen sie heute? Auf welcher Seite stehen sie? Welche Farbe haben ihre Träume? Und wen lieben sie? Zwanzig Jahre später kehre ich zurück nach Deutschland, zur Jugendhochschule Wilhelm Pieck. Der Glanz früherer Zeiten ist nicht mehr erkennbar. Der mächtige Schulbereich steht heute leer, versteckt in der Mitte des Waldes. Jahrzehntelang hatte die Schule Studenten, Kader aus der linken Bewegung und Freiheitskämpfer aus der ganzen Welt ausgebildet. In meinem Studienjahr waren Studenten aus über 80 Ländern. Wir gehörten zu den Letzten. Als wir uns voneinander verabschiedet hatten, dauerte es nur wenige Monate und die Welt war eine andere. Die Berliner Mauer fiel und alle sozialistischen Länder brachen nach und nach zusammen. Das große sozialistische Projekt, an das wir blind glaubten, schien nur eine Utopie zu sein. Das Studium des Marxismus-Leninismus brauchte man nicht mehr in der neuen Welt. Aber die Menschen, die hier einstudierten, was denken sie jetzt? Ich begrüße euch heute zu unserem zweiten internationalen Freundestreffen hier auf dem historischen Gelände im Bodensee, im wunderbaren Ambiente der Jugendhochschule Wilhelm Pieck. Ich gehe zum Freundestreffen der ehemaligen Studenten und hoffe, dass ich jemanden wiedersehe, von denen ich nur ihre Vornamen kannte und das Land, aus dem sie kamen. Allerdings kommt niemand. Nicht die Südafrikaner, Chilenen, Libanesen, nicht diejenigen, die aus Nicaragua waren. Wie sucht man Menschen, die offiziell nie existierten und in einem Land studiert hatten, das verschwunden war? Susanne, Matthias, Markus, Marlene, Nana, Lars, Jakob. Ich suche meine Freunde in den deutschen Archiven. Ich finde aus Jahrzehnten Akten über die Schule. Von meinem Studienjahr finde ich nichts. Nicht mal über mich selbst. Offiziell hatten wir nie existiert. Damals war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass man keine Fotos von den anderen mit sich führt und man nicht versucht, die Menschen zu finden.
Es war die Zeit des Kalten Krieges und die kommunistischen und linken Parteien waren in vielen Ländern verboten oder kamen zumindest auf die Liste fragwürdige Organisationen. Nach über 20 Jahren bin ich immer noch nicht sicher, ob ich sie suchen darf. Aber ich will wissen, was vom großen sozialistischen Traum übrig blieb. Die Studenten aus Südamerika trugen immer einen bestimmten Glanz um sich. Als sie uns über ihr Leben erzählten, fühlte es sich an, als wären wir mitten im großen Strudel der Revolution. In ihren Reden bekamen die Sandinisten, Allende und Che Guevara eine ganz neue Bedeutung. Am nahesten von ihnen war mir Lucia, die einzige Vertreterin aus Bolivien. Ich hatte ihren richtigen Namen nie gekannt, auch nicht ihre Adresse. Alles, was blieb, waren 2 Fotos und ein paar Zeilen auf einem Tuch. Nach einer langen Suche finde ich endlich Lucia. Ich höre, dass sie in Europa ist und nach Berlin fliegen könnte. Nach all diesen Jahren stehe ich am Flughafen in Berlin und warte auf sie. Erst jetzt kenne ich ihren richtigen Namen, Nitia. I was wondering, how do you look You know, like? it's incredible because it's the first time that I'm here since '89, and I was remembering. It's like going back in the time. Do you remember? I did it. Yes. How we were born to be happy. We are living for being happy. We are dying for being happy. That all the sadness go away from us. Yeah. It's a very long time. Yeah. I think that the most important issue for me was to go out of my country. That I had the privilege to be at the DDR, because the DDR has been always a very closed land. It was like a sort of mystery around these countries. And to be here was being part of this mystery and having friends and knowing that they are trying to build a new world. ¿Te imaginas todo esto con tanta gente? Sí, siempre Y ahora lo veo. totalmente abandonado. Que alguna vez había miles de personas que vinieron de todas partes del mundo y que compartieron con alemanes sus sueños acá. Y miras ahora y solamente ves la estructura y el esqueleto todo vacío. Pero la vida es así. La vida es Vamos. así. ¿Escuchas el eco? ¡Ah! Eco. ¡Eco! Un poquito, sí. Y no hay nada. My father traveled and worked as a mine worker in northern part of Potosí. It's a place where the biggest mine struggles were organized. And my father was one of these people who were also involved in this movement. During the whole period of my childhood, I was living in the dictatorship. Many people were suffering because of the dictatorship, the repression. And then in '81, we were entering into the democracy. And we heard about the Nicaragua revolution. And we started to organize as youth everywhere. Finally, in '88, I came into the Communist Party. I thought, this can be the paradise. I know that communism is telling that we are going to be equal.
And that is what I want. I have always believed in gods and goddesses. And I was communist, and I couldn't believe in gods and goddesses. This was my big problem at the Bodensee. When I heard about the indigenous movement, I said, no, I want to be with them. I belong to the indigenous peoples, and I want to fight with them. Ich reise gemeinsam mit Nitya nach Bolivien. In meiner Jugend war das Land für mich mit dem Bild der revolutionären Ideale und Che Guevara verbunden. Später verfolgte ich die Nachrichten aus Kuba, Venezuela und Bolivien und der neuen sozialistischen Fraktion des 21. Jahrhunderts. Aber Nitya sieht ihr Land nicht aus europäischer Sicht. Im Bodensee und in der DDR war mir nicht bewusst, dass Nitya zu den indigenen Völkern gehörte. Die sozialistische Ideologie hatte ihre wahre Identität ignoriert. I have seen during my studies that the socialism and the capitalism are the two faces of one coin, the Western mentality. And we are colonized by socialist ideas that come from the Western and capitalist ideas that come from the Western too. But the reality in Latin America is different at the moment, and we have to see what type of society we want to create. Una sorpresa. Voy a presentar a mis amigos. Están haciendo una película. Nosotros hemos decidido dedicar nuestra vida para la medicina tradicional, porque no es una profesión, no es una tarea de paso que estamos haciendo, sino es parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces es una lucha tenaz que todos estamos enfrentando por la convicción que tenemos. Control de asistencia, Atenetro, y de apoyo, Soborina, Sapesas, Yapampa. When I have chosen for being a healer, and I said yes, it was forever. If you choose, it is for always. I feel so fine doing this work now, and this has to do with the work with my ancestors. And this is the power that I can use for serving other people. What I have learned is that material world, material issues are not the first. What I have learned is that the spirit is first. And that is why I had this contradiction between the goddess and the gods and the communism. I am a communist, but not a communist of political party. I am obliged to do this. What I have seen in all these political parties is that they are just running after the power. And once they get the power, a small group is deciding for the whole community. And I thought, I don't want to be the mass. I am a very particular and unique human being. I am not the mass. In der DDR hatten wir nicht über die kulturellen Rechte gesprochen. Aber in Bolivien schienen der Widerstand der Indigenen und der Klassenkampf sich zu vereinen. Als ein amerikanisches Unternehmen das Wasser in Bolivien privatisierte, gingen die Indigenen auf die Barrikaden. Nach diesem Sieg führte das Volk den ersten indigenen Präsidenten der Welt zur Macht, Evo Morales. Evo reformierte die Verfassung und garantierte gleiche Rechte für alle Menschen.
Er versprach einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu errichten. Aber ist Evos Partei heute die lang ersehnte Alternative für bolivianische Sozialisten? Ich treffe Nitias Freundin Paula, die auch einst Mitglied der linken Jugend war. Heute gehört sie keine Organisation mehr an. No existe una izquierda aquí en el país. O sea, There is no left in this country. No, es, no hay. es algo ficticio de nombre que han usado para arrastrarnos a los que sí somos de izquierda. See, it is just a name that people used for trying to carry. We are from the left, but they are using just the name left for doing what they want. Se está diciendo en Europa que Evo Morales está haciendo el socialismo del siglo XXI. No, no lo hace. A su buen entender. A lo mejor él, si gobernara solo, podría, pero no con la gente que está. Nitia hatte keinen Kontakt mehr zu ihren ehemaligen Kameraden aus der Partei. Sie hatte die Verbindung zu ihnen vollkommen abgebrochen. Die gleiche Zelle der Jungkommunisten aus Nitias Jugend ist jedoch noch am Leben. I leave you. I leave you. Nitya führt mich zu dem Studentenclub, in dem sich die jungen Kommunisten treffen, und lässt uns allein. Mucho gusto, Consuelo. Mucho gusto. Als das rote Banner erscheint, verstehe ich auch warum. Ahí tienes, pero por si acaso vas a tener cuidado con Stalin. Es que estos son estalinos. Los de la J aquí son estalinos. Pero estos no saben qué es disciplina estalina. How many members do you have? Ah, no. Es un dato Eso que- tranquilo nomás. Que no se... Don't worry about that number. Que es una juventud comunista aguerrida, pero de muy poco número sí. It's a small but very fighting communist youth. It's a Es growing igual que el communist. partido también es pequeño, pero es aguerrido. Ich hatte nicht erwartet, in Bolivien Stalinisten zu treffen. Später höre ich von Nitya, dass sie genau aus diesem Grund die Partei verließ. I don't believe in the dictature of the proletariat because I think that the dictature cannot last 40 years. I don't want to have that. We can build something, but I don't believe in that. I don't believe in dictatures because I am for peace. And I was always trying to get the soft, how they call it, the soft way of doing things. Yeah, yeah. The fight, the struggle, doesn't have to be among social classes here in Bolivia. It doesn't have to be anything with communism or socialism. We have to struggle for the cultural rights. Y es fruto esto de la guerra del agua. Hubo el 2000 una guerra del agua, entonces todo esto que ves es fruto de eso y se ha convertido en un debate todo lo que es la plaza generalmente en la noche. Y Ramiro les da más datos, ¿no? Hasta la llegada de Evo Morales al gobierno es que recién hemos entrado en un proceso de liberación. Porque si es que Evo Morales no hubiera llegado, nosotros hubiéramos sido siendo esclavos en realidad y vasallos del imperialismo norteamericano. No, es un pseudo socialista. Tienes que hablar de Rusia. No voy a hablar de Rusia. Es después. Por eso eres vos directamente defensor de las porquerías que habla Trotsky.
Yo te apuesto que ni ellas deben saber quién es Trotsky, pero sin embargo ustedes, con su mentalidad de enanos, siguen hablando como que Trotsky va a ser más socialismo. Trotskista, no es trotskista. Yo soy trotskista. Único partido socialista revolucionario, Brigada Lenin va a tomar el poder. Yo me compararía a tomar. Como no hay otro partido, entonces único partido, Brigada Lenin socialista, va a tomar el poder. ¿Cuándo? Cuando ustedes se están defendiendo de la política neoliberal, ustedes siguen gritando. Les voy a explicar por qué razón no quiero el comunismo, solo el socialismo, para que el pueblo consiga la disciplina, porque mi país es el más indisciplinado del mundo. Pero algunos quieren... empezando y ustedes somos toditos indisciplinados. Ahora explíqueme un momento. Por eso usted ha dicho todos somos indisciplinados. El presidente Veremos por lo que estamos siguiendo. Nietzsche war in der DDR entsetzt, dass die Theorie des Sozialismus an die Natur appellierte, aber die Praxis war anders. Zu Nietzsches Enttäuschung erlaubte auch Evo Morales einem multinationalen Unternehmen den Bau einer Autobahn durch den Regenwald und autonomes Wohngebiet der Indigenen. Seguramente, ¿no? 2 ríos hay que cruzar antes de llegar. Aquí va a haber el puente. sí, Many years ago, we were thinking the workers were the enemy, and in the future, indigenous movements are going to become the enemies. At the moment, we are struggling against the big companies, transnationals. The power is so globalized that we cannot divide anymore. And indigenous peoples are fighting for saving national parks, water, and now they are becoming the terrorists, they are becoming the enemies. Solo si el gobierno decide cambiar el trazo del proyecto carretero, la marcha se frenaría, indicó el dirigente, pero por el momento todo está listo para iniciar la misma. La marcha es pacífica y si hay que ofrendar la vida por el territorio, por el medio ambiente y por que se respeten la vida y la dignidad del pueblo boliviano, lo vamos a hacer. La hermana Mariana, sí le he dicho que esté a la 1 que le íbamos a estar aquí. I think that at the moment we are living in the law of the strongest. This is what is happening without the idea of socialism. But the socialism was also one big lie. But I think that I am going to be all the time at the left side because I do not believe in capitalism at all. I do not believe that only consuming can make us happy. Because if people from the south are going to be the same as in Europe, we are going to destroy completely the whole planet. Venga, hermano. ¿Cómo está, hermano? Yo soy de Secretaría de Género de la CIDOC. ¿No? Ajá, bienvenido, hermano. Gracias, feliz reserva. Ellos son de tierras altas, tierras bajas y del movimiento sin tierra, Nidia, del movimiento sin tierra. The biggest representative leader of the movement without land. Todos los pueblos indígenas, ya sea urbanos, rurales, clase medias, clase altas, vivimos con el pacha, ¿no? Con el aire. Entonces, y con esa madre tierra que es parque nacional da oxígeno. Entonces, sí o sí, todos tienen que apoyar a este proceso. Es conjunto, la lucha es uno por la defensa de la madre tierra. ¿Esperarían entonces que Morales vendría a hablar realmente con ellos? Él es el que tiene que bajar donde estamos nosotros, porque en cada comisión nacional que hemos hecho como pueblos indígenas, lo hemos invitado y ha hecho oído sordo y ciego que no ha mirado las necesidades que tenemos como pueblos indígenas.
Ich hatte gedacht, dass die indigene Bewegung die traditionelle Rolle der Kommunisten trägt, als Verteidiger der Armen und Unterdrückten. Aber in der indigenen Bewegung gibt es Menschen aus allen sozialen Klassen. Wäre Evo Morales nicht die beste Option als Vertreter der indigenen Völker und Sozialist? Jemand, dem auch die sozial Benachteiligten wichtig sind. Nitya ist überzeugt, dass der Präsident ihres Landes uns empfangen würde. Sie geht zum Präsidentenpalast und bittet um eine Audienz. Kurze Zeit später sitzen wir Evo Morales gegenüber. Y por favor, yo quisiera saber su visión con respecto a esto, porque dada la situación, parecería que hay grupos insatisfechos. ¿Cómo puedes entender ahora? La derecha fue ser amigo del movimiento indígena cuando antes intentaron el exterminio. Antes, algunos actuales autoridades eran los que arrebataron sus tierras, su territorio, ahora parece somos amigos financiando esta clase de movilizaciones. Y lamento mucho decirles que Estados Unidos no duerme. Estados Unidos siempre está en una permanente conspiración a gobiernos con tendencia progresista, socialista, nos dicen populistas, y ahora nos acusan de autoritarios, de dictadores. Por eso, en 2008 expulsamos al embajador de Estados Unidos cuando estaba con mis opositores. Algunas empresas petroleras estaban financiando una conspiración. Nacionalizamos, también expulsamos. Esta también es una forma de cómo sentar soberanía a los pueblos. Y si quisieran tener información de estos, como algunas organizaciones no gubernamentales son los instrumentos del capitalismo, del imperialismo. Por eso yo me he convencido que el ambientalismo es el nuevo colonialismo. We are political, everybody is political. Without the work of these grassroots people, big leaders could not be big leaders. And I think that is why we are so important as grassroots peoples, as individuals. If we take responsibility of our lives, we can change everything. If we are only aware about our power, that everybody of us is a leader. If we make people aware about this, we can transform the whole world in a better place. Wir fliegen mit Nitya gemeinsam nach Santiago de Chile, um dort Esteban zu treffen. Esteban, sein Deckname damals vor 20 Jahren. Eine Erinnerung aus der Zeit, die so weit zurückliegt. Heute kann er seinen echten Namen benutzen. Marcelino. Marcelino gehört zur Generation, die noch die große Euphorie und Kraft der Arbeiter erlebt hatte und den darauffolgenden Sieg Allendes. Auch hatte er gesehen, wie der große Traum zerstört wurde und die Zeit der Repression begann. Tausende Chilenen wurden verhaftet. Einige verschwanden für immer. Anderen gelang die Flucht ins Exil.
Marcelino landete schließlich mit seiner Familie in Australien. Sie waren seiner Schwester dahin gefolgt, die schon früher aus Chile geflüchtet war, nach ihren Erfahrungen mit der Polizei unter Pinochet. Oli, ¿dónde estás? Ay, pero sí me voy a acordar de ti un poco. Ay, miren, entonces todo un desastre estás ahora. Ya, chao, chao. He's coming with the yellow t-shirts with Australia. And I said, yeah, I can recognize you because I saw you on the Facebook. He says, no, but at the Facebook I am very handsome. Hi, how you doing? Fine. Hi. Nice to see you. Yeah, pretty good. You look different since the last time that I saw you. What, about 20 years ago? I have short hair. Short hair, like me. Yes. I cut it for about 4 years I've been doing it. So you're right. You look okay. ¿Y tú, Reguerita, cómo estás? Viejo, yo no te contesto nada. ¿Cómo? Que estoy viejo, no te crees. Feo, mira, con arrugas por aquí y por allá. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo me ves? Yo te veo espectacular, pu. Claro, pues como siempre. No, lo siento mucho. Tú no eres la persona que yo conocí. Another one? She said that I'm another one. I'm getting old. Huh? Tú, yo no. Está bien. Vamos. I left Chile and I went to Australia and then to Germany. The experience we got over there, I think, was very important. And I'm very clear that the youth sent me over there and I accepted to go there. And in many ways, I do believe on what we learned during that course. And when I said to myself, this is something that I take to the country and this is what I can be teaching around, and it's what I've been doing. ¿Te acuerdas cuando nos obligaron a querer votar? We were only 3 months and we should vote for all the authorities in Berlin. And they told us, no, you can vote because you are here and we are so democratic that foreigners can also vote. And we said, as Latin American people, we are not going to vote because we don't know anybody. And the Cuban people said, no, you have to support this process because the other side is going to say that we are not supporting. I think that they knew almost already that this change could happen because of the perestroika too. Yeah. After the visit of Gorbachev in East Germany, some of the Germans they start to see in a different way that it was once again the time to learn from Russians. Is that what they were saying? The question was over there that if the socialism is going to be breakdowns or if the socialism is going to change and how it's going to change. And some of the guys they say that it's not going to change, it's going to just collapse and that's it. Yeah, we knew already. Yeah. Did that year change something in you when you experienced the real socialism? From that experience, what I keep very much, it was to get in touch with the philosophy and Marxist philosophy. I still keep it. And if you ask me what is my own definitions, I still believe that I don't want to use that word. I believe. It's not something that I'm... When you believe in something, you don't are have not, to prove nothing. You say you just believe. You and believe? You don't have to prove anything. Yeah. But when you say Yeah. I know something, it's because you can prove something. yeah, and maybe this happened to a lot of people about the socialism when the changes came. The whole idea they had just fell down. Jamás había pensado volver a verle a este. Pero mira, este bicho, ¿sabe que su hijo me hizo renegar tanto? Sí. Yo no estaba bien, era un caballero de Alemania. Era tan chistoso, se burlaba tanto de mí, que hasta una vez casi me hace llorar.
Y estas son las notas. Y búscate por ahí. Esta es mi letra. ¿Esa es tu letra? Qué horrible. Ay, mira, otro. Eres un degenerado, Quillo. Él como niño, realmente, qué barbaridad. Es que era muy chico. She was sitting next to me, so that we got all the times sending little stupid messages on papers. And Viva la vida, muera la muerte, Lucía Bolivia. ¿Otra vez? Ella, la religión, es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad. ¿Quién escribió eso? No sé. Carlitos Marx, ¿qué te creí? My family is a big family. We're 10. I'm the youngest, and I got a lot of influence from them. I was seeing that they went sometime very late at night and do things, and I was asking myself, what are they doing at this time? So that's why it was a sort of that secret things that were happening in my house and probably many houses in this area. I remember there was my sister. She was arrested, I think 85. She was arrested by military police, and she has had a very hard time. A ti tocó vivir el periodo de los milicos, aunque tú no estabas activa políticamente. ¿Cuál era tu sentimiento? ¿Cómo lo veías? Y nosotros con cualquier temor también, pues, que tempranito, a esta hora ya teníamos que estar adentro de las casas porque no los dejaban salir a comprar. Y así todo el tiempo, asustados en la noche, cuando pasaban los helicópteros, haciendo ronda en la noche, pasaban tarde. Así que todos esos sustos nos llevamos. I was maybe 6 or 7. I got some image. Some of the members of the army walking on the streets all night. For years, maybe 3 or 4 years. Was she afraid of your political activism? ¿Estabas asustada de mis actividades políticas? Horrible susto. Que no llegaran, no los veía aparecer, me asomaba para la calle, volvía, lo encomendaba a Dios, que no les pasara nada, y así pasaba. Terrible. When we went out, she was always telling us, hey, watch after yourself. And she was really worried that I maybe don't come back. So that's why she was always asking hey God for make us to come back. ¿Cuándo los conocimos nosotros? Año 82, 83, una wea así, ¿o no? Sí, más o menos. Por ahí, vamos. Cuando estábamos en la Jota, yeah. Well, I met them something like 82, 83. And in this house here, we make meetings at about 6 o'clock, 5 o'clock in the morning during Pinochet's time. So we came here on that time, have meeting very early, for safety reasons. And then I went to Australia, came back from Australia in the 90s, and started to do most of the things we were doing. Cabezón, échale. ¿Tú qué vas a hacer? Did you hear that? The way he called me, cabezón. Cabezón. Do you know what that means? Cabeza means head. And cabezón means big head. To be honest, I don't think so. On the time, people were thinking about that we are going to build socialism. And just later, I belonged to a youth and a party. They say that they believe in socialism, and I start to understand what was an agenda trying to do, and what was the real meaning of Pinochet taking the power, and how United States began very involved in taking agendas away. To have Pinochet out of power, it was something very important to me and for many of my friends on that time. It was very clear that when you get involved with was the dictatorship in the country, you were knowing that if you did anything wrong, it can cost you the life.
You just spend a couple of years maybe in jail. No, it can cost your life because at that time, whatever you were doing on the street, they just shoot you down and that's it. And I knew that by experience because maybe the fourth time that I went into the street and I was painting the wall, they shoot us and the bullets get against the wall and I realized very clearly that was dangerous. How did people react in Communistic Party when the wall broke down? Of course that it was very hard for us to explain to the people what was going on, and at that time to say we still be a communist and be stay as a communist all this year has been very difficult. Of course, we've been making people been making fun of us in many ways. Now we got people in the party over 40 years old, and then we got the youth that's in the middle, that we don't have people between 30 and 40. The reason is I think that we didn't open our mind to make those people and make the party more interesting, and so those people can see us as a place where to be. Vamos. Vamos o no? Vamos. ¿Qué podríamos decir? O sea, desde lo que aprendimos en la escuela, ¿qué podemos decir? ¿Y qué podríamos nosotros atribuirle a Marx? ¿Qué es concepto estrictamente marxista que uno puede decir nace en Marx y se muere en Marx? Creo que el único concepto que tú tenés que es estrictamente marxista es la idea de la noción de dictadura del proletariado. ¿Quién hoy día estaría por la dictadura del proletariado? Yo creo que muchos te dicen, ni cagando. No, nomás. Porque, por ejemplo, digo, para mí, cuando inevitablemente una concepción como marxista-leninista cae en una idea de totalitarismo, es inevitable. Pero yo siento de que nosotros tenemos que hacer una diferencia entre ser totalitario y pensar la totalidad. Yo creo que totalidad y totalitarismo no son sinónimos. Y estas distinciones para la acción política son las que nos pueden llevar. Como sí, siempre. es que me he encontrado yo con el edicto. Ese es el último comunista creo que está quedando. Did you get that? Did you? Oh, Die kommunistischen Parteien sprechen heute in Europa nur wenige Menschen an. Aber Marcelino ist in Chile nicht der einzige Kommunist. Die Studentenbewegung ist hier immer noch stark. Als ich sehe, wie die Menschen vor die Polizei treten, frage ich mich, ob die Zeit der Diktatur in Chile noch immer in den Seelen der Menschen steckt. Viele wollen die Vergangenheit vergessen, aber andere sagen, dass man an die Diktatur erinnern soll, damit sie nicht zurückkehrt. Adelante, comandante. Ja. Marcelino hatte keinen Kontakt mehr zu den Chilenen aus seiner Gruppe oder den Studenten aus anderen südamerikanischen Ländern. Die Fotos, die er in der Vergangenheit versteckt hatte,
waren nun unsere einzige Verbindung zu ihnen. Wir dachten an die Menschen zurück, deren richtige Namen wir bis heute nicht kennen. Nikki. Nikki, yeah. Closer. Paula? Oh, this is Sunny Boy, isn't it? Yeah. The Sunny Boy? From ANC. In Chile erreichte man die Freiheit, aber in die Zeit Allendes kehrte man nicht mehr zurück. Viele ehemalige Kader der Partei blieben der Politik fern. This guy here, he's a member of the party. Y al frente también. Patriotic Front is the armed force of the party. Within the, when was the dictatorship from Pinochet time. Tú no te vayas porque realmente sentí que la lucha estaba acá. Y no nos quisimos ir. Nos quedamos. Y lamentablemente fuimos los más perjudicados. No nos dieron ninguna posibilidad de reinserción social. Ni el Partido Comunista tampoco luchó por nosotros, ni el MIR, ni un hueón luchó por nosotros para reinsertarnos socialmente. Aquí en la población hubieron cuantos cabros que murieron, otros se transformaron al narcotraficante, otros a traficantes de armas, otros a guardaespaldas. No hubo reinserción social de parte hacia los combatientes. Yo creo que esta elección en particular va a ser tremendamente ideologizada, con 5 millones de buenos que supuestamente podrían votar. Pero es que no vaya a cambiar la realidad con las elecciones. La realidad la cambiáis en el día a día. La realidad la sigue haciendo escuelas de comunicación popular. La realidad la cambiáis entregándole herramientas a los más pobres, ¿no? Para que se desarrollen. Lo que menos le interesa a los partidos políticos es que la gente se desarrolle ideológicamente. Permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, y honrar la vida. We got that idea from Morgan, said that the revolution is a concept in regard to a sort of social science. No, I don't think so. De que uno cambia el mundo y que uno es socialmente activo no es algo que se lo tienen que provocar, se lo tienen que enseñar, no. Es al revés, es porque somos socialmente activos, es porque actuamos socialmente activos, es que podemos producir los cambios. What I'm saying, we are the participation. No, it's not something that is different from us. Well, we should say something like, this is the life of Chilean communists trying to be a communist, yeah? Yeah. Está bien. Vamos a ver qué nos dice la vida ahora. Relajado. Marcelinos Traum, die Arbeiterrevolution. Wo könnte das heute noch geschehen? Die Sozialistische Liga erhoffte damals viel von den arabischen Ländern. Jemen, Ägypten, Irak, Syrien, Libanon. Auch in Bodensee waren die Vertreter aus Nahost schon immer bedeutend. Aus meinem Jahrgang lernte ich die Delegation aus dem Libanon am besten kennen. Insbesondere Nabil. Nach der Wende kehrte Nabil zurück nach Deutschland. Ohne voneinander zu wissen, hatten wir in der gleichen Stadt gelebt, in Berlin. Als wir uns nach 23 Jahren wieder trafen, entscheiden wir, in den Libanon zu fliegen,
um unseren damaligen Kommilitonen Gaswan zu besuchen. Am Flughafen in Beirut warten schon Nabils Freunde auf uns. Seitdem Nabil in Deutschland lebt, wird er von seiner Familie und Freunden sehnsüchtig erwartet. Welcome, Kirsi, in Lebanon. Das ist Hilal. The country of the war. تفضلوا. Ich bin eigentlich Bürgerkriegskind. Das heißt, ich musste ständig als Kind auch Angst haben von Bomben, von Scharfschützen. Es ist ja kein Land, wo das jetzt Friede herrscht und dann gab es einen kleinen Krieg, sondern das Krieg lief die ganze Zeit und die Menschen sind beschäftigt nur, wie sie irgendwas arbeiten können, um sich zu ernähren. In 1982, wo Israel einmarschiert in Libanon, da sind wir also viele Gruppen, scharenweise von Leuten, die wollten kämpfen. Und ich war eine davon. Du hast das Gefühl, deine Hauptstadt wird erobert von Fremden und du willst einfach dorthin und kämpfen, um die rauszukommen, rauszukriegen. Denkt man ja nicht viel nach und sowas, ja. Warum Israel einmarschiert und ob sie PLO rausschmeißen möchten oder andere Partei vernichten, das war damals nicht die Frage. Es war nur einfach die Frage, dass sie einfach einmarschiert sind. Und das geht nicht. اهلا يلا عم يشتغل هلا ما في يسلم عليك. كيفكم كلكم منيح؟ Geht's euch gut? Alle? Ja. Hallo. كيفكم؟ Das ist Samira, meine Schwester, und ihre Tochter. Salut. كيفكم؟ Hi, أهلا. Are you good? Wir waren eine Arbeiterfamilie, arme Familie. Wir waren 9 Geschwister. Und das war mein Bruder, der älteste Bruder. Der hat sehr viel gelesen über Marxismus, Leninismus. Und der hat uns das in unsere Familie reingebracht. Der fing an mit Diskussionen. Wir waren jedes Wochenende. Da saßen wir am großen Tisch, die ganze Familie. Und wir haben diskutiert unsere Probleme. Das, was er gelesen hat über Kapitalismus und Sozialismus und Lenin und Marxismus und sowas, na, der hat das versucht zu praktizieren in der Familie. Die Frauenrolle in der Familie wurde dadurch auch gestärkt, durch meinen Bruder, dass sie auch Rechte haben, dass sie was sagen und dass sie auch ihre Meinung sagen. Also so wuchsen wir dann in eine Familie, die einen Blick gehabt hat auf eine neue Welt. Und das war der Marxismus-Leninismus. Dadurch, dass wir jetzt in der Familie so waren und mein Bruder war aktiv in der Partei, haben wir Leute kennengelernt. Okay, wir treffen uns jetzt in der Partei. Und dann kam, dass in Libanon Probleme gab, wirtschaftliche Probleme. Und da fing man an, mein Bruder zu demonstrieren und auf die Straße zu gehen und wurde verhaftet ein paar Mal. Und da habe ich das gesehen, dass was passiert. Ne? Da fing an das Gefühl, okay, ja. Das ist ungerecht, ja. Da muss man was dagegen tun. Und der Älteste tut was und da muss ich auch was tun. هل أنت كنت خايفة علي لما كنت عم أشتغل بالسياسة؟
يعني شوي شوي أو شيء خاف على Ja, war ihr Herz immer mit, dass falls ich eingeschossen wird oder irgendetwas oder festgenommen wird oder Geisel genommen wird. شايفة الأيام كيف عم تصير القتل والخطف Die kommunistische Partei in Libanon hatte sich auch eingemischt in den Bürgerkrieg. Das war ein Fehler, dass sie sich militärisch eingemischt haben. Dann hätten sie nur friedlich noch weitergekämpft, politisch nur weitergekämpft und nicht militärisch. Ich habe auch Waffen getragen. Aber das sage ich jetzt, das ist ein großer Fehler. Ich war an Orten, wo Leute gestorben sind vor mir. Und das war für mich sehr schrecklich. Und ich merke, das ist alles eigentlich sinnlos, weil am Ende wird auch keiner gewinnen. Es wird alles nur kaputt gemacht. Und diejenigen, die leiden, das sind die Leute, die wir sagen, wir wollen denen besseres Leben anbieten. Wir fahren in den Südlibanon, um unseren damaligen Kommilitonen Ghazwan zu treffen. Schon auf dem Weg dorthin sehen wir, wer in dieser Gegend die Macht hat. Die Flaggen und Märtyrerbilder von Amal und Hisbollah prägen das Straßenbild. Als wir eine Stelle überqueren, die von UN-Truppen überwacht wird, ist es, als hätten wir ein anderes Land betreten. Er winkt mit Hand, da. Da ist Ghazwan, der hier, dieser alte Herr. كيرزي تذكرها؟ لو كانت معنا من هيك أول Nice to meet you. Thank you very much. After so many years. 22 22 سنة انت شو ازاي صاير ها؟ هلا على الهواء. يلا بقى وين شعرك؟ انا حلقتهم على رمضان. ايه لان شوب كان في عندنا شوب كثير. يلا تفضلوا. تعرفت على الحزب بالجامعة مع الطلاب يعني كنا ننزل بهالمظاهرات من وقتها كانوا الشيوعيين هن راقدين بهذا الموضوع. أول شيء هذا الحزب كان حامل لواء التغيير، كان حامل هموم العمال، الفلاحين، الأساتذة، الطلاب. كان عم بيحاول من خلاله انه يصير في تغيير، انه احنا بلد رأسمالي بس كان في يتعلم فيه الرأسمالي، فيه المعطر ما كانش فيه يتعلم. لبينما اجى الحزب وبلش صار في صداقاته والمنظومه الاشتراكيه وصار يبعث ناس لبرا تتخصص تتعلم، شي طب دكاتره، شي مهندسين، شي دكاتره جامعه الى اخره. هيدا الايديولوجيا اللي خلتنا تغيير النظام من الرأسمالي، هذا الايديولوجيا اللي خلتني انا اجي على الهاد. انه انت فيك تقول عن حالك رغم هيك انه انت شيوعي؟ مع وقف التنفيذ. تفكر هيك انه لانه ما عم تلاقي شيء لا بالحزب ولا بمنظمه ثانيه ولا بنادي ثاني او اي شيء ممكن انه تشتغل فيه صحيح.
Es gibt keine Partei jetzt, wo einwirken kann und wo denkt, das ist meine Partei, wo ich einwirken kann. مبادئ ما زالت شيوعية بعدني شيوعي كومونيست بس مش عم بيشتغل الفكر باللحم بيتجرد مني بس الفكر بالعظم لا تعتب علي ما بتنازل خلص ما انا ربيت هيك نبيل وتأسست هيك بس تعال لي مارس تعاطيه مع كل العالم مع كل البشر بشغله ببيته تعاطي شيوعي ما تغير بس انه سياسيا هالبلد هالبلد مشكلة انك تعيش فيها ماشي بالسياسي لانه كله بكذب على كله بس هو تعاطيه بشغله بين العالم مجتهد ومش قادرين اهله يفوتوه على الجامعه بيكون عم بيحارب وكانه عم بيحارب لبنته. يعني قبل ما نسافر على المانيا كانت مثل التأليه انه هيك بس لما رحنا لهونيك شو استاذي قاعد بقلب البيت بقلب المرأة بقلب الرجال بقلب طب ليش بده يكون في يعني ليش بده يكون في عندهم ديمقراطية بهذه البلد؟ ليه بده يصير في ليش بالحديد والنار؟ طب ما هي راح انفتحت الحدود طلعوا شافوا البيبسي كولا هي بذاتها اللي عندهم احسن، الزبده اللي بالمانيا الشرقيه مواصفاتها احسن من الزبده بالغرب، الحياه اللي عندهم، التعليم اللي عندهم، كل شيء بس ناقصهم شويه ديمقراطيه. هذا اللي كان يعني عفوا من كلمتي انه اريش هونيكر القائد المؤله كان يعني عفوا قذافي 50 سنه، حسني مبارك 40 سنه، هي حزب الفرد تأليه الشخص. لابد انه يرجع يجي نهار هذا النظام الاشتراكي مش ستالين الحديدي، النظام الاشتراكي الديمقراطي الحقيقي، لانه كان بالاول مخموع شعبه، في شعب مخموع فاللي بنحافظ عليه كان يتحافظ على هيدي السياسي. يعني توصلهم لاولادك على الفكره انا بوصل لهم اياها انه الاشتراكيه هي البديل، هذه الراسماليه، هي نحن بلد نحن راسمالي يا اخي. نحن اي راسماليه؟ نحن حاكمين الطوائف. نحن 18 طائفه، هي 18 طائفه بتحكم بلد. اذا بنرجع لورا بطلع معك ان كان الحزب الشيوعي او كل الاحزاب اللي كانت قبل، كانت تفوت على قلب الحزب تلاقي من كل الطوائف، ما تبقى قاعد حد رفيقك او حد رفيقتك مش عارف شو هي. بالاشتراك بكل الاحزاب، هلا لا، حزب الله حزب شيعة، حركة أمل شيعة، المستقبل سنة، المردة مسيحية، كل حزب صاروا حتى الأحزاب فرزوها، حتى الأحزاب. Die Kommunisten waren die Hoffnung für viele Menschen. Man träumte vom gleichberechtigten Sozialismus. Als die sozialistischen Länder zusammenbrachen, verschwand das versprochene Königreich. Die atheistische Linke ist heute im Libanon keine Alternative mehr. Was wir über sozialistische Länder gehört haben, das war der Paradies und sowas, ne? Und das war nicht der Paradies. Ich kann mir nicht vorstellen, das Paradies, dass die Leute Schlange stehen wegen irgendetwas und Angst. Und so habe ich gemerkt, das ist eigentlich alles, was wir bis jetzt gelehrt bekommen haben, das ist alles nicht richtig. Alles falsch. Und DDR war, sagen sie damals zu uns, das ist der Beste, was es Sozialismus gibt. Das hat nicht funktioniert damals, der Sozialismus. Eigentlich danach habe ich angefangen, viele Fragen zu stellen. Und ich habe mich eigentlich klein gefühlt, weil ich komme wieder zurück und ich denke, jetzt hast du auch noch ein Jahr gelernt und sowas und da kannst du jetzt richtig wirken, aber du merkst, dass es eigentlich anders funktioniert, als was du dir vorgestellt hast. Das ist beschämend für einen, der jetzt Marxismus, Leninismus gelernt hat, aber in dem Land, wo das toll sein soll, ist es ja aber nicht so. Also so will ich ja nicht mein Volk dahin bringen. Für mich ist es nicht der Linke die richtige Partei. Und nicht, weil Sozialistisch das heißt, ist besser. Nabil und ich unterhielten uns schon in Berlin, ob er noch bereit wäre, politisch aktiv zu sein. Er war überzeugt von El-Hariri und seiner Zukunftspartei.
El Hariri, Opfer eines politischen Mordes, war einer der Menschen, der das Land wieder vereinte, aber auch vertrete neoliberale Werte. Ich war bei der Future-Partei und ich habe gesagt zu denen, ich bin Kommunist von einer kommunistischen Partei früher. Das habe ich ihnen direkt gesagt. Ich schäme mich nicht, wenn ich das sage. Al-Hariri, der war auch offen. In seiner Partei waren auch viele Christen und Schiiten und Muslimen. Und das alles hat mich bewegt und nach seiner Ermordung, da kam das Gefühl, ich muss einwirken, dass ich jetzt in diese politische Lage noch teilhaben und dann auch noch irgendwas bewirken. El Hariri vereinte Menschen über die Parteigrenzen hinaus. Aber auch nach seinem Tod blieb die Partei Hüter des Neoliberalismus. Darum kümmerte sich nun sein Sohn, Saad Hariri, der auch in erster Linie ein Verteidiger des freien Marktes war. Nabil hatte als ehemaliger Kommunist sein neues politisches Zuhause bei der Future-Partei gefunden. Seine Familie aber war weniger überzeugt von El Hariri und seinem Sohn, der nun aus Angst vor einem politischen Mord die Partei aus dem Ausland führte. اللي صار بلبنان هو لعبة شطرنج. كان في عندنا سياسيين، كان شعب مش واعي، عندنا سياسيين وبعد لهلا للاسف او بعض العالم لساتها مش واعي، لاح على الزعيم الفلاني وعم تزقف الزعيم الفلاني، او يمكن ما بتتذكر شو صار بالحرب اللي مرقت. يعني انا مثلا منه علي خلص خدت عهد انتخابات يوك ما بنتخب خلص لو ما حدا بيستاهل. حريري وحريري وحريري محل سعد الحريري بفضل اني ارجع ويختالوني بقلب البلد لا اوقف الجبان هيك برا. هيك برايك بعد ما شاف بيي وهيك مات هالموتة مثلا؟ ايه بموت مثل حكايته. شو بنستفاد نحن؟ معلش انه يعني معلش هلا بعده لهلا اسمه زعيم السنه مثلا. اي السنه؟ السنه اللي موجوده انا وسميره واحمد ونبيل وكليات، يعني اذا راح شو مين بيطلع غيره؟ ليش بحاجه يكون عندنا غيره؟ ليش هن ما عندهم زعيم ونحن ما عندنا زعيم؟ ليش ما نحن بنكون زعماء على حالنا؟ ليش ما بنفكر؟ كيف بدكم زعماء؟ ليش ما نفكر؟ بدنا نفكر، حدا قال لك ما تفكري؟ شو بتعملي؟ ما عاد بدنا زعماء، بدنا يتركونا ونحن بنحكم. يا حبيبتي مشكلة انت رايك انه ما بدك زعماء، بس اللي عايش معك والشيعة والمسيحية كلهم بدهم زعماء. ما تفهم الموضوع غلط. كلنا نسمع رأي نبيل، تفضل معي. لا ليش رأيي انا؟ لا ما عم تحكوا طيب نحن عم نتناقش ونشارك. وسعد الحريري منه متمرن بالسياسة، عرفت كيف؟ وعنده ناس كفاء، بس عنده كمان ناس سيئين. وانا كنت اشتغل بالمانيا مع تيار المستقبل، شفت بعيني كمان كيف، وطلعت من تيار المستقبل لانه منه مزبوط شغله كلياته. بس الاساس انه هالانسان هيدا، عرفت كيف؟ بده يبني الدوله. كمان يا عمي ما بتبني دوله، انه انا بتمنى يكون البلد هيك. في عندك قوه اللي هي اسمها حزب الله بالجنوب عم تشتغل علنا وبشكل فاضح. ليش انا ما بكون اقوى منها؟ ليش انا بدي ضل سلاح القلم؟ يعني انت برايك انه هلا اذا تيار المستقبل تسلح هذا صعب؟ مش يتسلح، بس يكون مواقفه قاسيه. انا اكون موقفي صارم، انا بدي هيك، انا رئيس حكومه. هو زعيمي انا ومثلي ملايين البشر. روح كشفي انا زعيم. شو بتعملي؟ انا زعيم، اي تشيف. شو بتعملي؟ ما بدي حدا، ما بدي. لانه اذا بدنا نضل هيك انا بدنا نفكر، بدنا فكر سياسي، بدنا فكر يدير البلد. سياسي هو فكره سياسي. لا منو سياسي، لا منو سياسي هو، لا ما عنده سياسي. Das ist einer von den alten Kameraden. Aber er hat seinen Laden hier von seinem Vater geerbt und er macht das weiter. أهلا بكم. أهلا. اليوم ندور على عروس. هو فينا ندور على شيء. يستوى عم تسألك انه شو كنا نعمل انا وياك على ايام الحزب وكذا وهيك. شو العلاقة يا اخي؟ بطلنا هالشغله كلها. بطلنا هالشغله كلها. هذا اللي صار وزير وهذا اللي صار نائب واللي عبى رئيس جمهورية واللي عبى مصاري واللي نزل تحت التراب. هذيك شو بدك اللي نزل تحت تحت التراب. هلا هون طرابلس نو
لا بيقع مشكلة ما بالأول ولا من الآخر رح شو دخلوا فينا بيلبس الله يرحم هيديك الأيام اللي هون صار زمن الأصوليات والله يا نبيل بدأت تخلقنا من كل شيء بقى يعني وصلوك لمرحلة يئست يعني ما بقى الأخلاق على شيء Nach Zerfall der Sowjetunion, das war der Zusammenbruch. Jetzt sind Leute, die in der Partei waren, die sind Muslimen geworden, streng Muslimen. Und so wechseln sie. Irgendjemand anderes sagt, hier, ich habe für euch Arbeit und zeige ich euch den Weg, das andere Weg. Ja, die gehen mit. Wir sind wieder im Südlibanon bei Ghazwan und treffen uns mit Ghazwans Vater. نبيل السيد صديقي كان معي البركة أهلا أدي لك كرسي حجي. Auch er demonstrierte früher in den Reihen der Kommunisten und war überzeugt davon, dass die Partei die einzige progressive Kraft in der Gesellschaft war. بس إذا الواحد بيشوف إنه الوضع هون بلبنان إنه في ناس فقراء كتير متعلقين بالدين وإلى آخره بيعلقوا مع بعضهم بين بعضهم يعني بهالوقت هذا بالذات انه بحاجه هالناس لحركه يساريه او اشتراكيه او كذا لتقدر تغير شيء من الوضعيه هذه. ترى ما هن حاطينهم بالخانه الاصوليين وبيشبعوهم بالاشياء الدينيه فهمت كيف بدلوا مثل كانهم افين الواحد. وان اجيت تحكي معه فهمت كيف بدرش دينته الك. بيقول لك لازم يصيروا بدلوا ولكن المرحله هذه هلا يعني بدك تقول مرحله مرأة بالوطن العربي الأصولية وهي هذه من تربية الاستعمار. عملوا ثورة ولا هيك مين البديل؟ عم بحكي يسار وينهم بس السؤال هذا الثورات اللي عم بتصير من دون يسار هل يعقل؟ بديل اليسار إخوان مشكلة. مين اللي عم بدفع؟ مين اللي مغذي مثلا لو اجينا قلنا الأحزاب اللي هي الأصولية مين بغذيها؟ إيران عندها عم بتغذي عن أبو جنب بترول وعم تدفع مع إنه شعبه أفقر من شعوب العالم كله. لابد من وجود حركة تحرر وطن عربي يساري علماني لحتى ترفض وتنبذ هذه الطائفية. في ناس عم بتموت على الطرق، في ناس مش عم تقدر تعلم أولادها، في ناس مش عم تقدر تطعم أولادها. قديش بعد بيحملوا؟ يعني اللي ما عندوش يسار يشتري يسار. اليسار هو نفسه باع حاله. كيف بدك تدور على يسار مبيوع؟ اليسار باع نفسه. تعرف شو الحل الوحيد؟ حل يعني حرب عالمية ذري. يبيدها الأمة هيدي كلها ونقي له كم واحد يفوتهم. هيك أحسن شيء فيش تخلص من البشر هيدي كل الأنتيكة وفوت الجماعة عندهم. خلصنا. إلا شجرة إذا كان طلعت ويبست ما عايش فيها فايدة شو بيعمل فيها؟ طولوا بالكم شوي. قربوا لهون قربوا لهون. قربوا لهون يا ولد.
mein Bruder, es ist eine Bombe explodiert neben ihm. Er hat eine Bombensplitter von oben bis unten. Ja, das hätte alles nicht sein müssen. Er war in einer Stelle, die falsch war, auch von der Partei geschickt. Er war noch sehr jung, 19 Jahre. Gleich sein Bein verloren und volle Splitter von oben bis unten. Ein großer Fehler, man hinzuschicken. Politisch gesehen war einfach Spielerei. Die haben so viele Leute getötet und alles Spielerei. Did you get scared today at the river when they were shooting? خفنا عليكم سم بدلنا وخفنا. This is my life, our life. What you feel when you hear the shooting? What you feel? We know the reason. Always there are reason for shooting. Always. Maybe the cause not important. Maybe between two person. People speak by shouting. يعني الشعب صار ما بيحكي حكي، صار دايما بيستعملوا لغة السلاح. بعد كل هالتضحيات النقاش اللي عم بيصير، بعد كل هالتضحيات بالعالم، يعني المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفيتي دفع ملايين الشهداء. كان عم يعني هل هي تصدير للثورة؟ هل هو هذا كان تصدير؟ لأنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انهارت المنظومة الاشتراكية كلياتها. الشهداء اللي قدموا دم واستشهدوا كرمال قضية، إذا رجعوا من جديد لساعة شو راح يعملوا فينا؟ هل هذا اقتضى الدم اللي قدموه يقتضي أن نكون بهذا الوضع اللي نحن وصلنا له؟ إنه بعد هالناس اللي ماتوا كلياتهم كرمال هذه البلد يقوموا هلأ يرجعوا من جديد؟ شو بدهم يلعنوا ليلعنوا، شو بدهم يقولوا ليقولوا. Ich setze meine Reise fort nach Südafrika. Auch dort griffen sie zu den Waffen, als der Afrikanische Nationalkongress in seinem Kampf gegen das Apartheid-Regime keinen anderen Weg mehr sah. Die Kampagne Free Nelson Mandela war Ende der 80er schon weltweit bekannt, auch in Finnland. Mit meinen linken Freunden begannen wir Aktionen gegen Shell und Nestle. Bei Demos waren die Botschaften eindeutig. Stoppt Rassismus. Nein zu allen internationalen Konzernen, die den rassistischen Apartheidstaat unterstützen. Als ich in die DDR kam und dort die Delegation aus Südafrika kennenlernte, bekam der Kampf ein Gesicht. Jackson, Sunny Boy, Themba, Niki und Duma. Duma war es, den ich am besten kennenlernte. Der immer gut gelaunte, fröhliche, große Mann. An einem Abend in der Bar zog er sein Hemd hoch und alle sind verstummt.
als sie seine vernarbte Haut sahen. Spuren von Schlägen und Verletzungen, überall. Im Herbst 89 bekam ich einen Brief aus Lusaka, Sambia. Es beginnt sich etwas in Südafrika zu bewegen und ich hoffe, dass du mich bald besuchen kannst in einem neuen, nicht rassistischen, demokratischen Südafrika. Dann brach der Kontakt ab. War Duma damals in Johannesburg, als sich die Masse erhob? Oder war er noch in Sambia, im Versteck, und wartete dort auf das Kommando, um den rassistischen Staat zu stürzen? Dieses Kommando wurde nie gegeben. Das Land befreite sich friedlich vom rassistischen Apparat. 23 Jahre später stehe ich auf der Straße in Johannesburg und frage mich, ob Südafrika heute das Land ist, wovon er träumte. Ich treffe viele Mitglieder des Afrikanischen Nationalkongresses. Immer wieder zeige ich ihnen den einzigen Beweis für Dumas Existenz. Ich dachte, es wäre einfach, ihn zu finden. Aber schnell wird mir klar, dass der ANC seine wahre Identität gut geschützt hatte. Most of that's Fiso, but it's not. And this is the other one. This looks very familiar. What's this? The face looks very familiar. This is Duma, who was in Bogensel with me. Ich werde von einem Menschen zum nächsten weitergeleitet und die Antworten sind ähnlich. Die Klarnamen der damaligen Kämpfer sind heute immer noch geheim. I don't know these people. They have been in Lusaka. No, I don't know. Ich suche Duma in dem Ort, wo er aufwuchs, in Soweto. Schon als kleines Kind erlebte er dort die Ungerechtigkeiten der Gesellschaft. Der Aufstand in Soweto wurde für viele zum Wendepunkt. Sie sahen, wie Kinder auf friedlichen Demos erschossen wurden, wie ihre Nachbarn verhaftet und für immer vermisst wurden. Und wie eine rassistische Gesellschaft noch rassistischer wurde. Tausende junge Männer sind in der Nacht aus Soweto geflüchtet. Irgendwo in den Nachbarländern versteckt war die Organisation, die Waffen in ihre Hände geben würde. Ich wusste, dass Duma zum militanten Flügel des ANC gehört hatte. Ich treffe mich mit Smiley. Auch er trat dem bewaffneten Kampf bei während der Apartheid-Ära. Das Militärmuseum in Johannesburg ist nun ein Treffpunkt für ihn und seine ehemaligen Kameraden. Now, this was a very popular uniform, this one. We called it Rice. It came from Germany, German Democratic Republic. If you were an officer in the camp and you are wearing this one, you feel like you are a real soldier. Our own AK, that is AK-47. When you carry that, it means you've got high political consciousness. Once you understand why you are a soldier, a political soldier, that's when you can carry a gun. And in fact, it was very important for us as soldiers
to know why you are fighting. You are not fighting white people, you are fighting a system. Mateo Mutelle man. Unsa le dai from yale Austrian. Hopona? I know the guy. He used to come Matero da. Yeah. Remember? I know the guy. Yeah. Yeah, Mateo. Remember us too? We were moving together with Concord. Yeah, that's right, yeah. No, I know the guy. Now, I will tell you how I met, you call him Duma and I call him Mateo. I arrived in Lusaka 1986 and I lived at a house called in Matero, Zambia. And he used to come there and he was one of those comrades who always were concerned about the battle, you know, the war in South Africa, bombs and things like that. Very, very eloquent, very concerned about the plight of the comrades. And he was always busy, he was always going somewhere. But of course, he wouldn't tell you what he was doing. But everything that he was doing was concerned with the struggle. Did you know that Mateo went to East Germany? I didn't know that. That's why when you said his name is Duma, I can't even tell you whether it's a combat name. I don't even know his real name. He doesn't know mine because even myself, even now I still use my combat name. For us, the struggle continues. War Duma in Mosambik oder Angola, bevor er in die DDR kam? Und war er schon zuvor in der Sowjetunion? Oder in Kuba? Während des Kalten Krieges, als der ideologische und politische Kampf auf den Feldern anderer Länder geführt wurde, haben beide Sowjetunion und DDR großzügig den Afrikanischen Nationalkongress unterstützt. Duma war nicht der Einzige, der in die DDR geschickt wurde. Es waren Hunderte. Wie auch Kulu, der Gründer des Vereins der ehemaligen südafrikanischen Studenten in der DDR. Ich hoffe, dass er etwas über Duma weiß. So, ich habe Philosophie studiert in Deutschland. Ja, in Jena. Jena Friedrich-Schiller University is a university where Karl Marx got his doctorate, you know. And this is a comrade from my year, 88, 89. From? From ANC. This face looks familiar. Duma Fikile. Have you met him? He's still there. No, I haven't seen him since 89. I used to go there for events. I used to meet some comrades who were studying there because those people were hidden from us as students, you see. Those who were students never knew those who were there at the William Peak because they came mostly from Angola. You know, our people, intelligence of the ANC was trained there. They were not supposed to meet with other people. Military training and political training. So everything had to be divided. That's why we never ask, what is your real name? You never ask that question. Or you never ask your comrade where he comes from in South Africa. It was too dangerous. As history, or those who are writing history now, to say all what you had in the GDR was bad. The GDR gave full support to the African National Congress and the Communist Party. West Germany worked hand in hand with the previous apartheid system. I'm saying this because they like comparing the period before the fall of the wall to the same period in South Africa under apartheid. I say, no, it's not the same. It's not the same. It's totally not the same.
Damals kämpften Mandela und seine Kameraden gegen das Apartheid-Regime mit Unterstützung der DDR. Heute fotografieren sich Touristen vor seiner Statue in einem riesigen Einkaufszentrum. Ich fühle mich fremd in diesem Konsumparadies der Mittelschicht. Und ich denke an die Gespräche, die ich mit Duma im Bogensee hatte. Ich hoffe, dass ich ihn finde. I have only 2 photos of my colleague in Bogensee. This is Duma Fikile. Oh, Fikile. Oh. And you want to get hold of him? Yes, I got a letter from Lusaka, and I have been looking for him since then. Which year? 89, October. And it was Duma Fikile and Temba, Nikki, Sunny Boy, Jackson. As for the bartender, what happened to him? How are you, Ambassador? I'm okay, Masetla here. Bo Temba, Bo Jackson, Bo Nikki, Lituma. Have you got an idea of where some of these chaps may be? Oh, okay. Because that's also his combat name. Because some of them, I think I know most of them, but I can't remember what we call them now. And talk to some of the comrades there in MKMVA, maybe. But Duma Fikile, you do have an idea. The full MK names Duma Fikile, Temba, I don't know his surname, and then there was Jackson. Wow. That is a young Mateo. No, that is Terra. That's his other name. Other one is Jokos Melani. He was a true freedom fighter. Now, these are the guys that we appreciate. They had another society, the Bible Society of Christ. Basically, it was not like a Christian organization. It was an organization that was operating clandestinely, against the apartheid regime, was one of the operatives. The arms smuggling of it, operations, whatever they call it, terrorism. But I don't believe there's terrorism, He's a liberation fighter, so he was fighting for freedom, And why did he have to leave the country? He had to leave because now the regime, the apartheid regime, was after him. As much as they could track him down to Swaziland, where he got hurt. And then he was smuggled out of Swaziland into Maputo, Maputo into Lusaka, Lusaka straight to Germany. He was a well-greased machine. A fighter in the true sense. This photo was taken in Europe, or was it in Bulgaria or Germany? Germany. This was after his injury, this photo. He can best explain that danger. We met in Maputo during 80s. He was working with a sabotage unit. He used to come inside the country, getting involved in the underground activities of that unit. And then went back to Swaziland, and then he was attacked by a police guard. And then Mateo apparently jumped from the 5th floor into the shop or the ground, and then that's how he got injured. People were afraid to take him to Maputo because there was a lot of presence of the security force of the then apartheid South Africa in Swaziland. I said, I'll take him to Maputo. So he could not walk. He was seriously injured, his legs, his arms, everything. So I had to put him on my back. And then we walked for more than 50 km.
He was crying from that point where I picked him up into. He was crying all the way. He had pains all over his body. But I had to carry him with his bags, with my bag, and an AK rifle with me in order to defend ourselves should anything happens on our way. But I carried him through. I carried him through. No, I'm just thinking that I really came too late. And you didn't have any contacts with Spiwe Nyanda or those friends of yours, those we are talking about? No, we didn't, because we knew that they are the false names, and it was only the letter from Lusaka, 89, and hoping that one day there is free South Africa. That's the only thing. And sometimes I can recall that, hey, why he will gone too soon. I wanted him to be there and, eat his fruits that you see, the things that they were doing there, the fruits now they are coming and then they are eaten by other people who never worked. This is from East Germany. He was still young, ne? It's him. Look at him. I said. Ich hatte nicht erwartet, dass ich am Heldenfriedhof stehen werde und nicht Duma, sondern seine Frau Doreen treffe. Welcome home. Ich gehe in das Haus, was Duma gebaut und eingerichtet hatte. Welcome. Alles in der Wohnung erzählt von ihm. Nur er ist nicht mehr da. This is the home of Mateu. Duma. Here we were celebrating, it was his last birthday because he was born on 31st March. He celebrated his birthday and then May. So there was not much time after he came back. Ich hatte nicht gewusst, wann Duma geboren war. Und ich konnte nie seinen Geburtstag feiern. Ich kannte seinen Namen nicht und wusste nicht, woher er kam. Ich hatte einen Mann gekannt, für den ein freies Südafrika die wichtigste Sache im Leben war. The steps that have been decided are the following. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally.
In der DDR sprach ich mit Duma über seinen Traum. Ein Jahr lang. Fast jeden Tag. Der Traum von einem freien und gleichberechtigten Südafrika. Als ich Jahre später durch sein Land fahre, sehe ich ein anderes Südafrika. In Soweto gehen die Menschen immer noch zu Fuß von der Arbeit nach Hause. Auf dem Weg sehe ich keine weißen Menschen. Nach dem Gesetz sind alle gleich, aber das Land ist immer noch geteilt. Der ANC ist gespalten und Politiker werden der Korruption beschuldigt. Von der früheren politischen Agenda des ANC, der Freedom Charta, deren Grundsätze dem Manifest von Marx entsprachen, ist man heute weit entfernt. Matteo was sometimes disappointed that this is the country now. Yeah, he was going to be disappointed. The way the people that are there now in this everything of ANC, hey man, they're doing wrong things, man. They're doing wrong things. If they want you, they want you. If they don't want you, they chase you out. No, it's not the struggle that the Mandelas, the Sisulus, the Mateus fought for. No. They said you must be one thing, eh? Black and white. Yeah. We are free, but there's still some to others. Me, I can't complain because, you see, I'm under the roof. I'm not staying in a shack. You see, I'm better than some less fortunate. Als ich meine Freunde auf der ganzen Welt traf, dachte ich oft an unseren Traum von früher. Wohin war dieser Traum verschwunden? Die Schulgebäude stehen leer und verlassen und erzählen von einem Staat, der seine Bürger vergessen hat. Ich glaube nicht, dass jemand so ein System vermissen würde. Aber die Ziele, von denen man damals träumte und heute noch, sie konnten nicht falsch sein. Der Traum eines Kindes von Freiheit und Gleichheit. Daran möchte ich heute noch glauben.